Hello everybody. You think I'm a little bit crazy, but I'm not. You know, it's pretty hot here today in the workshop, but a friend of mine has an old Java engine, it's 25 years old, and he's loved that engine because it has a beautiful power. And yeah, we had a little problem, you know, the oil pump was giving up, and also the piston, I have to put a new one in. Anyhow, nochmal ein Deutsch, ihr denkt alle, ich habe eine Macke, bei der Hitze in der Werkstatt zu stehen, aber für ein paar Uli-Freunde, für die ich immer noch die Motoren mache, die freuen sich so, wenn sie ihren Motor, den sie schon 25 Jahre haben, immer wieder zum Laufen kriegen, weil sie sich so daran gewöhnt haben. Und da gibt es natürlich manchmal keine Ersatzteile, die gibt es zwar noch, aber wo? Und da muss man rumtelefonieren, da macht Meister Müller natürlich sowas, schneidet er sie selber aus. Das geht ruckzuck. Und dann ist das auch ein besseres Material, Jurid, das ist Dichtungsmaterial vom Feinsten. So, die Löcher stimmen schon alle und dann können wir den Motor zusammenbauen und nachher abholen lassen. So, ganz wichtig, very important, the engine is staying 2 days, you know, to tighten up this long studs. Ganz wichtig, die Stehbolzen, wenn er 2 Tage gestanden und geruht hat, der Motor nochmal nachziehen, weil das ganze Aluminium in dem Gehäuse, das setzt sich natürlich alles und das ist ganz wichtig. So. Decke rauf und dann wollen wir mal sehen, was der wieder kann, ob der Fahrer wieder richtig glücklich ist. The problem is the rider, when they ride so many years the same engine, for example Hans Nielsen, I remember Wiggy, Simon, everybody was using the same engine all the time because they loved him. They loved how the way they produced the power from the bottom, from the start, and how they goes out of the corner onto the straights. Das ist so wichtig, dass die Fahrer immer ihre eigenen Lieblingsmotoren haben. Ich weiß das ja auch von Simon Wick und Hans Nielsen und alle. Die hatten alle ihre Favoritenmotoren. Und wenn dann irgendwas los war und der Motor war beim Tuner, dann waren die total nervös und happy und dann konnte ich sie auch ein bisschen leichter schlagen. Yes, I could beat all those guys when they had not their right engines. Because I did everything myself and I found out when you do it the way you love to do, to use the power, this is the right thing. So, everything all right? Ja, und hier haben wir die Übeltäter, natürlich die undichten Ventile, die sich in den Kopf reingeschlagen haben, der schlechte Kolben und die Ölpumpe. Und wollt ihr wissen, was der nächste Auftrag ist? Ich wollte das ja nicht machen. Ich habe aber einmal angefangen für ein paar Hot Rod Fahrer und vor allen Dingen für Drag Racing Jungs Köpfe zu machen für die Harleys. Jetzt habe ich hier 2 Motoren. Und da geht es wieder richtig zur Sache, da ist eine Menge Arbeit dran, um da richtig Leistung reinzubekommen. Wie wir das machen, das werde ich nachher nochmal zeigen. And this is Harley Davidson, 2 engines for hot races, dragster race. So they run on really special fuel, and so you have to do something really special to get the power in there. So, and this is the next. If you are interested to watch this when I'm doing that, you're welcome. Also wenn ihr Lust habt zuzuschauen, wenn ich die beiden Motoren fertig mache, gerne, jederzeit. Man kann sogar meinen Kanal abonnieren. Einfach nur den Button drücken und das ist unser nächster Job. Hier die 4 Köpfe der 2 Harley Dragster Motoren.